Hallo und herzlich willkommen alle Zuschauer. Zu Weihnachten nutze ich natürlich die Gelegenheit, um mal zu diesem hohen christlichen Fest wieder die Chance zu nutzen, um mal in die Heilige Schrift reinzugucken, denn da steht ja da drauf, also das Buch der Bücher, auch Bibel genannt, die ganz normale, die man überall auch im Handel erhältlich bekommen kann. Ja, und dieses Jahr, ich habe mich hier so ein bisschen vorbereitet schon, hat mich Jesaja total angesprochen und irgendwie, ja, mein Herz getroffen und berührt, wo ich mich nun so fragte, was wäre denn dieses Jahr dran? Vielleicht hat mir Gott das geschenkt, aber es ist auf jeden Fall eines der fundamentalsten, zentralsten Bücher im Alten Testament. Da gibt es ein schönes Zitat von einem Professor seines Fachs für Altes Testament, von Gerhard von Rath, der sagte nämlich, die Verkündigung Jesajas ist das gewaltigste theologische Phänomen des ganzen Alten Testaments. Also darin kann man einiges zusammenfassen, denn wie vielleicht einige von euch, von Ihnen wissen, hat ja dieser Prophet Jesaja im Alten Testament, ist ein ziemlich großer Prophet, hat 66 Kapitel, also sie wurden natürlich später eingefügt. Aber das ganze Alte Testament und das ganze Neue Testament hat ja zusammen auch 66 Bücher. Und das ist also wie so eine Superschau über die ganze Bibel, so kann man das sehen. Denn die alten Kirchenväter haben ja im Mittelalter die Kapitel eingeteilt. Und der erste Teil könnte man sagen, also 1 bis 39 widerspiegelt so das Alte Testament. Und in der zweiten Jesaja-Hälfte sagen wir ab 40 bis 66, die anderen 27 Kapitel ist sozusagen auch der Ausblick in das Neue, auf das Neue Testament, wenn man so will, weil da auch ja dieses Superlativ des Heils, was Gott bringt und so weiter, aufgegriffen wird im Neuen Testament. Und bei Johannes in der Offenbarung der neue Himmel, die neue Erde und so weiter. Die Quelle ist natürlich der Prophet Jesaja. Ja, also ich denke, das könnte eine spannende Stunde werden, vielleicht hier einmal mit reinzuschauen. Aber wir haben natürlich auch ein ernstes Thema, eine ernste gesellschaftliche Situation. Ich habe mir das natürlich leider auch nicht so vorgestellt oder so nicht ausgesucht. Auf jeden Fall ist mir in der letzten Woche hatte ich eine traurige Begebenheit, mit der ich so ein bisschen anfangen möchte. Und zwar habe ich die Geschichte von einer Pfarrerin gehört, also hier in Berlin, eine alte Dame, die von sich selbst sagte, dass sie jahrelang gedient hat, also in ihrem Beruf als Pfarrerin, hat es auch genauso wortwörtlich beschrieben, dass sie im Dienst als Pfarrerin war. Nun, wenn jetzt hier katholische Leute zuschauen, soll das jetzt keine Abwertung sein an irgendwelche theologische Themen oder so, sondern sie ist halt eine lutherische Pfarrerin und hat so gearbeitet, also jahrelang sich auch um Menschen gekümmert und dort all das gemacht, was zu tun ist und dort sozusagen ihr Herz reingegeben. Und der Punkt, wo sie jetzt also völlig am Boden zerstört war, dass eben vor einigen Wochen in der Kirche, wo sie hingegangen ist, da durfte sie immer einen Test vorweisen. Sie ist also von einer neuartigen medizinischen Behandlung nicht überzeugt, hat das an sich eben nicht durchführen lassen und ist jetzt als alte Pfarrerin, die also wirklich da was getan hat, ausgeschlossen vom Gottesdienst, weil dort eine 2G-Regel gilt. Und das hat mich also auch zutiefst schockiert oder bewegt und erinnerte mich natürlich auch dann prompt wieder an die Gerichtsbotschaften von Jesaja und wie er also auch dem Volk Gottes die Sünde vorhält und natürlich auch darüber hinaus den Nachbarvölkern und das Gericht entsprechend auch dort plastisch ausmodelliert wird bei Jesaja. Und da fühlte ich mich also in diesen Propheten auch wieder zurückversetzt. Und das war so eine traurige Begebenheit, denn also hier in Berlin Mitte oder Prenzlauer Berg, wo sie also zu Hause ist, da sind also noch so ein paar andere Kirchen im Umfeld, wo sie hätte jetzt noch ausweichen können. Und bei den anderen 3 Nachbargemeinden ist dann genau das Gleiche passiert, dass dort zack eine 2G-Regel eingeführt wurde und sie wieder ausgeschlossen vor der Tür stand. Und diese Leute kannten sie natürlich auch und kennen diese Dame, Und das ist eine
brutale Gewalt, die dort den Menschen angetan wird. Sie werden auch mit einer absoluten Gewalt in diese medizinische Behandlung hineingedrängt, wo nun sogar jeder Krebspatient, der dem Tode vielleicht geweiht ist, ja, und der vielleicht noch was Schönes erleben könnte, hat die Freiheit, die Behandlung auszuschlagen oder abzulehnen, aber diese Dame offensichtlich nicht. Dann ist man halt ausgeschlossen, ja, und hat dort in der eigenen Kirche gedient. Und deshalb lese ich jetzt mal aus Jesaja 58 vor. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkündige meinem Volk seine Vergehen und dem Haus Jakobs seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag, und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht und so weiter. Also da geht es ganz stark um so eine Außendarstellung, ja, das Kultische, der Gottesdienst, und da wollen sie eben Gott besonders gefallen. Und dann stellt eben Gott die Frage, ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa dies, ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, unrechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin? Genau, und so weiter. Also, das ist es doch, Herr, sozusagen hier, die Fesseln lösen und die gewalttätig Behandelten in Freiheit zu entlassen. Natürlich geht es geschichtlich gesehen noch viel schlimmer und krasser, aber es ist eben auch die gleiche Richtung, ja. Da wird mit einer Gewalt in eine medizinische Behandlung hineingedrängt, und das noch im Rahmen der Kirche, und deshalb ist es das Versagen der Kirche, ja, was hierzulande nämlich sich schon mal so geäußert hat, dass die Kirche selbst es war, die den rechten Arm zum schändlichen Gruß erhoben hat und komplett auf ganzer Linie versagt hat. Das wollen wir doch nicht nochmal wiederholen. Wozu haben wir denn die Geschichte, wenn wir uns nicht auf diese schlimme Phase zurückbesinnen können und nicht nochmal die gleichen Fehler machen wollen? Ja? Also da werden Leute ausgeschlossen. Ich frage mich, wie wollen die denn Seelsorge machen, diese Hirten, diese Pastoren oder Pfarrer oder was weiß ich, oder diese Priester, sind ja auch katholische beteiligt, die es natürlich genauso machen. Also wie wollt ihr denn bitte schön Seelsorge machen? Ja? An dieser Art von Gottesdienst kann Gott keinen Gefallen haben, denn es ist ein hohles Geplärr, es ist ein totes Fest, ein toter Gottesdienst. Weihnachten fällt aus, ja. Wenn die Kirche sich so verhält, ist es ein bizarres Schauspiel eines, ja, absonderlichen Gottesdienstes, was man nur, ja, sehr kritisch beäugen kann und diese scharfen Worte finden muss. Und natürlich verzerren auch diese Geistlichen das Evangelium mit diesen, ja, Forderungen oder Taten, dass sie ihre eigenen Leute, die ihnen früher gedient haben, jetzt ausschließen mit absurdesten, bizarren Regelungen, die überhaupt nicht nötig wären, denn Gottesdienste sind nun mal für jeden offen, so hat man das am Anfang entschieden hierzulande. Und deshalb ist auch jeder eingeladen, wenn Christus einlädt, da hat der Staat sich nicht einzumischen, und dagegen kann man sich absolut stellen. Also dagegen halten, denn das ist ja eine geistliche Realität, ja. Also es geht nicht darum, Gewalt anzuwenden oder irgendwie, ja, was Böses zu tun, ganz im Gegenteil, sondern die Liebe natürlich zu befördern, dass eben alle willkommen sind. Auch die vielleicht Verschwurbelten oder die ökologisch Andersdenkenden oder die politisch Andersdenkenden oder, weiß ich nicht, ganz krass formuliert, die Assis oder die nichts haben oder die Hartz-IV-Empfänger oder die eine verschwurbelte Meinung haben, ja, die Schmuddelkinder, wenn Jesus einlädt, sind alle willkommen. Und das müssen wir mitnehmen, dass Gott eben diese ungerechten Fesseln lösen möchte, ja.
dass das auch eine geistliche Realität ist, dass man natürlich dem Bösen widerstehen kann, was sich dort in dieser ausgrenzenden Form äußert. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, denen wir widerstehen, wenn natürlich einfach alle willkommen sind. Also es klingt völlig verrückt und abgefahren, aber wir hatten ja schon mal eine Phase, wo Menschen markiert und ausgeschlossen wurden, wenn natürlich auch Leute, die sich einer medizinischen Behandlung nicht unterzogen haben auf Arbeit, mit einer speziellen Maske markiert werden oder diese permanent tragen müssen und so weiter oder zu bestimmten Veranstaltungen nicht erscheinen dürfen, ist das natürlich eine Form der Markierung, die hoch problematisch ist, der wir uns so nicht hingeben dürfen. Gut, wir wissen alle um diese gesellschaftlichen Zustände und die Frage ist, bist du dabei oder stehst du dagegen? Also ich kann mich hier nicht auf eine Seite total festlegen, denn natürlich ist das immer insgesamt alles sehr zu durchdenken. Es zeigen sich bestimmte Schlaglichter, auf die ich jetzt hingewiesen habe, aber natürlich suche ich auch den Diskurs mit den Leuten, die das natürlich befürworten. Also ich würde mal sagen, so alle Leute, die ich hier im Umkreis kenne, sind sozusagen Befürworter des Ganzen und stehen auch dahinter oder haben medizinische Behandlungen an sich durchführen lassen, die jetzt gerade angesagt sind. Und ich respektiere das, also absoluter Respekt an diese Leute, die diesen Weg gegangen sind. Ich will da überhaupt nicht eingreifen oder irgendwas, darum geht es mir überhaupt gar nicht, sondern eher um die Ausgeschlossenen, also wie diese Dame, die muss doch auch, wenn sie das glaubt, Zugang zum Wort Gottes und zur Seelsorge und so weiter haben oder zur Beichte und das ganze Programm, also das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Das ist doch der ideale Weg, um Leute in die Radikalisierung zu treiben. Okay, Jesaja ist unser Thema, aber natürlich leben wir auch in gesellschaftlichen Realitäten und politischen Realitäten. Und so war das ja auch bei Jesaja. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Das ist nicht irgendwie eine Märchengeschichte oder so, sondern alles, was da steht, ist an konkreten geschichtlichen Ereignissen immer mit verwoben. Zum Beispiel waren da die Assyrer am Start oder die Babylonier bis zu dem riesigen Perserreich, was dann zum ersten Imperium sich aufgeschwungen hat, dieser Welt, was dann das erste nennenswerte Imperium war. Es waren also die Perser und diese ganze geschichtliche Zeitlinie von 150 bis 200 Jahren ist also im Propheten Jesaja vereint, wo dann die theologisch Gelehrten sogar sagen, Kapitel 1 bis 39, das ist so der Proto-Jesaja, der erste Jesaja. Und das Kapitel 40 bis 55 ist dann entsprechend der Deutero-Jesaja und das Kapitel 56 bis 66 ist dann der Trito-Jesaja, also der erste, zweite und dritte Jesaja, weil dort eben geschichtliche Aussagen getroffen werden, wo man sich nicht vorstellen kann, ich komme natürlich darauf jetzt, dass das sozusagen von einer Person verfasst wurde, sondern von einer Jesaja-Schule oder sich über Jahrhunderte gar entwickelt hat. Ich meine, da wird tatsächlich ein Zeitrahmen von ungefähr roundabout 200 Jahren abgerissen, dass das so um das Jahr 700 vor Christus grob gesagt beginnt. Also so alt ungefähr können wir die Schrift zum Teil einschätzen. Sagen wir einfach mal roundabout 2500 Jahre ist das Ganze alt, denn dann geht es nochmal 200 Jahre weiter, wo dann relativ am Ende des Buches Jesaja der Perserkönig Kyros eben genannt wird. Und das ist also faszinierend, wenn es Jesaja wirklich verfasst hat, dass er vielleicht tatsächlich in so einer prophetischen Schau diese Dinge vorhergesehen hat und dass dann natürlich auch weitere Schüler diese Texte weiter verarbeitet haben oder sie abgeschrieben haben und so weiter. Es könnte sein, der Name Kyros ist dann da hineingekommen. Es ist von der Abfassung, wie dort über Kyros gesprochen wird, jetzt nicht konkret, sondern schon irgendwie so prophetisch, also nicht alles in einer konkreten, genauen Form, dass das wirklich die Person sein muss, sondern das hätte man natürlich auch noch nachträglich einsetzen können. Das muss man schon sich eingestehen. Also gibt es viele Fragen, aber es gibt natürlich auch die andere Seite, nämlich
die Sichtweise vom ungeteilten Jesaja, und das ist sehr spannend. Also zumindest bekommen wir dadurch das komplette Bild, dass wir zum einen sehen, ja, tatsächlich gibt es da geschichtlich mindestens 3 Epochen oder so, Assyrer, Babylonier und die Perser, aber eben auch diese gesamtheitliche Gussform, ja, wo vieles auch dafür spricht, zum Beispiel der hervorragende Theologie-Doktor Eddie Lanz hat an dem Institut, wo ich mal gewesen bin, in der Biblisch-Theologischen Akademie Wiedenest, eine hervorragende Arbeit darüber veröffentlicht mit seiner Dissertation über den ungeteilten Jesaja. Da kann man auch das gleichnamige Buch dazu kaufen, wer da tiefer einsteigen möchte. Ich kann es ja nochmal unten verlinken auch. Also Eddie Lanz, der ungeteilte Jesaja, der also da herausarbeitet, dass zum Beispiel entsprechende Worte im ganzen Buch gleichmäßig verteilt sind, was doch sehr kurios wäre, wenn das 200 Jahre später dann irgendwie andere Leute irgendwie weitergeschrieben hätten. Die haben doch irgendwie eine andere Denke oder andere Redeweise, wie wir das ja auch kennen, vielleicht aus der Mittelaltergeschichte bis zur Neuzeit oder so, wo sich total viel verändert hat. Also sowas müsste man doch dann da mehr oder massiver feststellen, aber das ist so nicht der Fall, ja. Oder auch bei den Schriftrollenfunden von Qumran, wo also am Toten Meer die Essener Höhlen bewohnt haben und dort sich versteckt haben sozusagen und ihre eigenen religiösen Praktiken durchgeführt haben, also eine religiöse jüdische Sondergemeinschaft. Die haben dort Tonkrüge mit Schriftrollen platziert und dort wurde eine komplett unversehrte Jesaja-Schriftrolle entdeckt, die auf das Jahr 120 vor Christus datiert wurde. Und als man die dort 1947 gefunden hat, waren aber die ältesten Schriftfunde von der Jesaja-Schriftrolle ungefähr so 1000 nach Christus alt. Also jetzt hatten wir plötzlich ein Manuskript, was 1000 Jahre vorher sozusagen abgefasst wurde oder abgeschrieben wurde. Und das Faszinierende war, als man das untersucht hat, hat man erstens festgestellt, das ganze Jesaja-Buch ist wie aus einem Guss. Diese Dreiteilung existierte auch in dieser ältesten Schriftrolle überhaupt nicht, sondern das Phänomen war, dass sogar bis in den Wortlaut hinein so gut wie alles gleich war. Nur Mini-Nuancen waren unterschiedlich. Und das ist ein Phänomen für sich, ja. Dieses Buch, was dort für Aussagen getroffen werden, welche Superlative aufgemacht werden oder welche super Schau und Perspektive auf die Weltgeschichte oder prophetisch dargestellt wird und über Gott Aussagen getroffen werden, die also das Judentum stark übersteigen oder auch das Christentum in Frage stellen. Also das ist grandios, das ist praktisch ein Nugget der Superlative, wo man sich die Zähne so richtig ausbeißen kann, weil das natürlich auch mein Denken übersteigt, was dort niedergeschrieben wurde. Also ein faszinierendes Buch. Okay, wollen wir versuchen, da etwas ein bisschen herauszuarbeiten, und ich lese immer mal so verschiedene Abschnitte vor, verknüpfe das mit meinen Ausführungen. Ideal wäre es, wenn man das mehrmals durchliest oder eben sich anhört, gibt es ja auch mittlerweile alles als MP3, also dass man irgendwie reinkommt, ja. Ich hatte mal einen Lehrer, der sagte, Sie müssen das mindestens 3-4 Mal durchlesen, und er hat es dann auch abgefragt, und da waren natürlich viele dabei, die das nicht gemacht haben, aber das ist der einzigste Weg, dass man da irgendwie überhaupt ein Verständnis gewinnt, und ich würde mal sagen, von Jesaja haben wir nicht viel verstanden, ich auch nicht, ich natürlich auch nicht, nehme mich da auch mit rein. Also Jesaja ist natürlich ein unglaublich großes Werk, was man erstmal durchdringen muss. Der Titel war ja auch unter anderem Herrschaft und Zerfall, und darauf möchte ich mal ein bisschen eingehen, denn das ist doch faszinierend, ja, wie das Reich Gottes oder der angekündigte Messias in diese ganzen politischen Systeme hineingestellt wird der damaligen Zeit, und wie die dann tatsächlich zerfallen, also wie krasse Tyrannei und Herrschaft ausgeübt wird, Verschleppung oder Unterdrückung, Kriege und so weiter, brutalste Praktiken. Die Assyrer, die haben Menschen gepfählt oder Menschen die Haut abgezogen und so weiter, aber diese Reiche sind zerbrochen, und zerfallen. Und das nun da rein in diese ganze weltpolitische
Situation sozusagen von verschiedenen Reichen bis hin zu dem ersten Imperium, den Persern, dass darein die Herrschaft Gottes gestellt wird und ja sozusagen als Gegenüber. Da habe ich ja schon immer wieder mal auf den politischen Messias hingewiesen. Also es scheint ja irgendwie was dran zu sein, ja, dass der nun genau in diesen Zusammenhang reingestellt wird. Warum denn nicht in einen himmelsvergeistlichten Zusammenhang? Sondern das hat ja alles was mit dieser Erde zu tun, ja, dass die Jungfrau schwanger werden wird und so weiter. Also da kommt sozusagen Gott in die Welt hinein und ja, fokussiert diese Verhältnisse wie in einem Brennglas und hat natürlich auch das Interesse, diese zu verändern und seinem Volk da entsprechend zu helfen und die Leute, die ihn kennen, ja, zu segnen, zu beglücken. Jetzt mal so ganz grob ausgedrückt. Wir leben natürlich auch in politischen Systemen. Wir hatten jetzt erst eins hinter uns, 16 Jahre Angela Merkel. Also es war eine Zeit, wo unser Land noch nie zuvor derart gespalten war. Also sowas gab es noch nicht, ja, dass die Gesellschaft derart ja, fragmentiert war in verschiedene Gruppen oder auch das soziale Gefälle nach dem Zweiten Weltkrieg wieder dermaßen sich verschoben und verzogen hat, dass wir Topverdiener haben, die auch ja, irgendwie politisch ganz stark angepasst sind und dann hier am Stadtrand Menschen leben, also die schon seit zweiter, dritter Generation jetzt in Hartz IV sind, was ja natürlich auch letztendlich Merkel mit sehr stark geprägt hat, die das einfach weitergemacht haben. Schröder hat es angefangen, Merkel hat es dann weiter umgesetzt. Also auch ein System der Entwürdigung, muss man da doch auch mal sagen. Ja. Da hat nicht alles einfach nur ist super gelaufen, sondern da ist auch viel schlecht gegangen. Und wir haben natürlich jetzt eine total verschärfte Situation der Spaltung, also in Leute, die medizinische Interventionen befürworten und Leute, die es eher nicht wollen oder die Maßnahmen kritisch sind und so weiter. Oder sagen wir, schon seit 2015 hat das angefangen, ja, dass über die Migrationskrise sich ein Zerwürfnis abgezeichnet hat, was natürlich zu diskutieren ist in den öffentlichen Debatten und wir aber auch sehr stark eine Einseitigkeit erleben, woran sich natürlich viele reiben, gar das Land verlassen. Also es wandern hier jedes Jahr sehr viele Menschen ab. Ich glaube, es sind, bevor die Krise losging, waren es 1,2 Millionen pro Jahr. Jeder dritte bis vierte ist ein wirklicher Leistungsträger, also die Schnauze hier wirklich voll haben, die abhauen, die gehen, ja, in andere Systeme, wo sie steuerlich besser klarkommen, wo sie politisch in Ruhe gelassen werden, wo sie ihre eigene Meinung und so weiter sagen dürfen oder wo einfach ein anderer Wind und Ton herrscht, wo sie sich freier bewegen können. Hier ist ja mittlerweile ein Prison State oder ein Gefängnisstaat langsam losgegangen, dass wir jetzt schon wieder nach Weihnachten bereits wieder den nächsten Lockdown haben. Also richtig schön immer schnurstracks im Lockstep den Schritt zu gehen, was die Regierung gerne möchte. Das ist natürlich schon sehr, sehr stark und deutlich ausgeprägt. Bei uns, da wollte ich gerne mal Frau Merkel etwas gegenüberstellen. Denn sie war ja von ihrer Prägung her, war sie ja FDJ-Sekretärin, sie war zuständig für Agitation und Propaganda, sie hat in Russland studiert, ja, also die Karriereleiter ganz schön nach oben gegangen sozusagen zum damaligen Imperium ihrer Lebenswelt, ist sie da ins Zentrum gegangen und da war sie natürlich komplett auf Kurs und komplett auf Linie. Anders kann man das überhaupt nicht formulieren, ja, dass sie total angepasst war. Aber sie kommt ja aus frommem Haus und natürlich ist ihr die Bibel nicht unbekannt. Sie ist eine Pfarrerstochter, ja. Und das, was Pfarrerstöchter zu DDR-Zeiten nun, was ihnen zugestanden wurde, war, dass sie Kindergärtnerin wurden oder eben Pflegerin für hirngeschädigte Kinder, ja. Das war von dem DDR-Regime für Pfarrerstöchter vorgesehen. Also daran können wir doch deutlich erkennen, dass Frau Merkel komplett angepasst war und dass sie sozusagen ihr Fähnchen nach dem Wind gehängt hat und da auch mit dem politischen System gegangen ist. Und viel anderes ist das heute ja auch nicht zu verstehen. Natürlich hat sie auch den Superreichen und Mächtigen hat sie als Steigbügelhalter agiert und diesen Leuten natürlich Aufschub verliehen. Das beste Beispiel ist Elon Musk, der reichste Mensch der Welt wohl gerade. Sein Vermögen wird auf 290 Milliarden geschätzt, dem sie hier am Rande der Stadt im Naturschutzgebiet
zugesteht, die Gigafactory zu bauen, was auch immer das nun sein soll und wie durchgeknallt sowas ist. Ja. Und dass sie auch diese harten, scharfen Maßnahmen befürwortet hat und sozusagen das Land auch an den Rand der Zerreißprobe geführt hat, das steht aus meiner Sicht außer Frage. Man kann ja auch die Augen davor verschließen und glauben, alles wird wieder gut und super. Aber ich denke, da ist nachhaltig ein tiefer Schaden angerichtet worden. Und sie als Person habe ich nicht als integer wahrgenommen, sondern die auch vieles ausgesessen hat, die irgendwie Leute in Positionen geschoben hat, die überall ihre Fühler hatte und die sich auch irgendwie hat korrumpieren lassen. Das, denke, kann man beobachten, wenn man studiert, was sie alles so gemacht hat, wie da Zusammenhänge sind und wie sie auch immer wieder sozusagen den transatlantischen Bündnissen gedient hat und weniger eigentlich für die Menschen hierzulande wirklich den Dienst übrig hatte. Das habe ich weniger erkannt bei ihr, sondern mehr diese geopolitischen Zusammenhänge, dass sie auch ohne mit der Wimper zu zucken bereit war, 2 Kampfjets nach Syrien zu schicken. Man denke nochmal darüber nach. Hier über unseren Luftraum würden 2 syrische Kampfjets kreisen, um für die rechtsradikale Opposition der Ukraine Luftaufklärung zu machen, die dann hier im Land Anschläge verursachen. Das muss man sich mal vorstellen, wie krank sowas ist. Das kommt natürlich nicht in den Mainstream-Medien, das ist mir schon klar. Aber man kann zu dieser Analyse kommen, zumindest ist es ein Teil der Medaille. Und Merkel ist auf so einem Trip gewesen, ja. Sie hätte ja auch am liebsten Annalena Baerbock als Kanzlerin gesehen, die hat sich ja aber ordentlich vergeigt. Ja, lesen wir mal Jesaja 7, 10 bis 15. Da geht es nämlich um den König Ahas. Ja? Und der Herr fuhr fort, zu Ahas zu reden und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, in der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Ahas aber sagte: Ich will nicht fordern und will den Herrn nicht prüfen. Da sprach er: Hört doch, Haus David, ist es euch zu wenig Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Ich denke, das ist eine gute Beschreibung auch für sie, wie sie sich immer verhalten hat. Ja, immer schön demütig und das ins Schaufenster stellen. Aber es war halt falsch, ja. Es war so eine falsche Selbstdarstellung. Ich will mir kein Zeichen wählen, ich will den Herrn nicht prüfen, ich will ihn nicht versuchen. Ja. Und sie hat immer alles schön ausgesessen. Und sie war also bereit, auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Angriffskriege mitzugestalten. Denn für diesen Krieg in Syrien und nichts anderes gibt es auch kein UNO-Mandat. Ja. Und hierzulande wären natürlich eigentlich mehr Baustellen wichtig gewesen, die auch zu bearbeiten sind. Und da, wenn wir da nichts verloren haben, haben wir da auch nichts zu suchen. Ist jetzt ein bisschen meine Meinung, aber ich denke, sie war da schon irgendwie auch so ein bisschen in Schlitzohr. Und das muss sie erstmal von sich abweisen. Natürlich könnte sie jetzt mich als Schwurbler bezeichnen oder so. Aber wenn sie die Bibel auch gar nicht mehr ernst nimmt und an ihrer Lebensführung muss man das ja irgendwie zwangsläufig ablesen. Auch ihr Vorgänger, Herr Schröder, nun mit 4 gescheiterten Ehen. Also das ist irgendwie alles bizarr, von welchen Figuren wir da auch letztendlich regiert werden, wie die ticken, wie die drauf sind. Auch der Nachfolger, Herr Schulz oder der Olaf, sage ich mal. Also mit den Cum-Ex-Geschäften und diesen Warburg-Bank-Deals, die da im Hintergrund gelaufen sind, dass sozusagen eine Person, die sich deutlich der Korruption anheim liefert, dann letztendlich Kanzler wird. Was ist das für ein Signal für den finanziellen, industriellen Sektor oder die Zentralbanken? Also mit den können wir sonst wohin biegen. Der lässt sich doch von Big Money sonst wohin steuern. Leute, die kein Charisma haben oder weiß nicht, siehst du in Olaf irgendwie den charismatischen Typen, also weniger, oder auch Frau Merkel, die haben sich sonst wohin biegen lassen, auch ideologisch steuern lassen. Hauptsache, dass das alles für sie irgendwie gut lief und man sieht es ganz wunderbar bei Olaf, dass er sozusagen einen Schritt nach dem anderen immer ein höher geht. Ja. Also das sind aus meiner Sicht Figuren,
ganz ähnlich wie hier beschrieben, die irgendwie kommen und gehen und dann auch wieder zerfallen und abgesetzt werden oder gar irgendwie von den Gegnern dann weggeräumt werden. Also da steht alles mit im Raum. Aber ganz schlimm fand ich eigentlich bei Frau Merkel, dass die Frau, die keine Kinder hat, den Kindern sozusagen vorgeschrieben hat, in den dunkelsten Stunden der letzten Monate, mit welchen Spielgefährten sie sich zu treffen haben, nämlich nur mit einem einzigen, den man sich raussuchen sollte. Also wie bizarr, absurd so eine Aussage ist für ein Kind, ja. Und dass das dann sicher noch viele Eltern auch durchgesetzt haben oder irgendwie aus Angst dann Kinder isoliert haben oder gar in Quarantäne isoliert waren und so. Also das ist grenzwertig, schlimm aus meiner Sicht. Deshalb sei ihr hier dieses Wort mitgegeben, die Jungfrau wird schwanger werden. Und diese Verheißung, wo sozusagen der König rumgeeiert hat und irgendwie sich als völlig unbrauchbar erwiesen hat. Denn nichts anderes sagt dieser Text aus, dass der König hier aus Gottes Sicht mal ein ganz gewaltiger Kompromiss ist. Ja. Dieser König hat fertig König Ahas, der sich nicht mal von Gott irgendwie erbitten kann, was sozusagen dem Gemeinwohl dient. Dann muss das Gott eben selber machen. Und so kommt mir auch diese Politik vor. Oder nehmen wir den Jens, ja, der wohnt hier da drüben im Westteil der Stadt in einer sehr teuren Villa. 4,2 Millionen hat das Ganze gekostet. Die Frage ist, wie kann der Mann sich das überhaupt leisten mit seinem Bundestagsgehalt? Und man muss am Ende davon ausgehen, dass hier der Missbrauch eines Machtverhältnisses vorliegt, dass er sozusagen über seine politische Stellung da sich den Kredit auch gehebelt hat, dass er dort mit seinem Ehemann dann in einer sehr, sehr teuren Villa hausen kann, ein Hochsicherheitstrakt. Dort hat zuvor der amerikanische Botschafter Grenell gelebt. Ja. Das wird rund um die Uhr von der Polizei auch bewacht. Also man fragt sich, was der Mann da überhaupt will und wie der auch hierzulande agiert hat in dieser heißen Phase. Ja. Einfach Gesetzesvorlagen durch. Er war sehr hocheffizient, radikal durchgezogen alles, dass man sich schon wundern muss. Also seine ganze Karriere, wie hat denn das alles so wunderbar ineinander funktioniert? Ne? Und dann noch dieser Kredit da für dieses Haus, ja, also 4,2 Millionen. Ich weiß nicht, ob du einen Kredit für 150.000 Euro für irgendein Haus bekommst oder das reicht ja schon gar nicht mehr. Ne? Also da sehen wir doch, da sind Sachen arg im Argen. Und wenn man das nicht mehr sagen darf, ja, dann bin ich ja sowieso falsch. Aber diese prophetischen Worte fordern natürlich auch die Leute heraus, die sich letztendlich daran messen lassen müssen können. Denn es wird ja immer in Bezug gesetzt zur Politik und so weiter. Nehmen wir Bill oder auch andere superreiche Philanthropen, die jetzt also sich anmaßen, dass sie die ganze Welt beglücken wollen mit einer bestimmten neuartigen, zusammengemixten Ampulle, die jetzt alle konsumieren sollen. Also der gute Bill, seine Frau Belinda, hat sich wohl von ihm getrennt, ja, weil er nämlich ein Freund von Jeffrey Epstein war und der sozusagen Kontakte stark in die pädophile Sexszene hatte und sie will damit also nichts zu tun haben und stellt das in Frage, ja, was da bei ihm los war und will das irgendwie wissen und hat sozusagen da den Kontakt zu ihm gekappt, die eigene Ehefrau, weil da was Pädophiles im Raum steht mit Jeffrey Epstein und so weiter. Also da sind Dinge am Gären, am Laufen, was wir überhaupt nicht wissen und wohl die Superreichen offensichtlich auch ihre Perversion frei im Lauf lassen. Oder nehmen wir den guten Klaus Schwab, ja, der Gründer des World Economic Forum, also in der Schweiz, der sozusagen auch den guten Bill und den Jens und die Angela ausgebildet hat, ja, bei den Young Global Leaders. Das ist kein Scherz, das hat er wirklich gemacht. Und noch viele andere Prominente und Politiker, zum Beispiel Tony Blair oder Viktor Orban oder auch Annalena, bildet er gerade aus. Der Eugeniker und Transhumanist Klaus Schwab, ja, der sein bizarres Machwerk, The Great Reset, da hat er nämlich dargelegt, seinen persönlichen eigenen Kampf, und nicht anders ist dieses Buch zu lesen, wie dieser Kampf eben genauso ein krasses, krankes Buch, was einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.
ein Transhumanist, der den Mensch mit den Maschinen zusammen sieht und die neue Zukunft nun in einer transhumanen Zukunft sieht und die Welt verändern möchte. Also da ist ein perverses Sendungsbewusstsein dieser gestörten Figuren, die irgendwie psychopathisch auch agieren. Bill auf jeden Fall, der nun alle mehrfach irgendwie beglücken möchte mit einer Ampulle, wo noch niemals jemand gesagt hat, ich will das alles haben, oder die 7 Milliarden haben die da ihm sein Okay gegeben, und wer ist überhaupt wir, wo er sagte, wir werden diese Leute, diese Menschen alle durchimpfen. Also ein krasses, krankes Sendungsbewusstsein, was irgendwie über das Maß des Gesunden so um einiges hinausgeht. Da muss man schon mal sehr, sehr skeptisch sein. Und dazu ist mir dann nur noch Jesaja 8 eingefallen, Jesaja 6, die Verse 8 bis 13. Da steht es nämlich, die Berufung von Jesaja. Das ist mal eine ganz andere Perspektive, wie das sozusagen aus der Sicht Gottes ist, wie der das gerne macht und so gestaltet. Und da heißt es dann hier im Text: Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen, sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mach das Herz dieses Volkes fett, mach es seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen anheimfallen, wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same ist sein Stumpf. Also die Botschaft, die Jesaja bekommt, ist zu verstocken, dass sie es hören werden, dass sie es sehen werden, aber dass sie es nicht verstehen werden und dass sie es nicht erfassen können sozusagen. Und das ist natürlich auch die Ansage an diese Personengruppe, klar, dass da hier was Gutes da ist, ein gutes Angebot ist, oder wo man sich verändern kann oder wo man vielleicht nicht den eigenen kranken, gestörten Neigungen nachgehen muss, sondern auch sich zum Guten hin verändern lassen kann und vielleicht auch mal erkennen kann, da ist über mir jemand und dass ich eigentlich nur so laufen kann, wie er möchte, am Ende. Wie ist denn die Herrschaft über deinem Leben oder über dem Leben eines Superreichen? Da wird schon ziemlich deutlich klar gemacht im Propheten Jesaja, dass letztendlich immer noch Gott die Macht in den Händen hält und dass er auch diese Figuren letztendlich lenkt und dass sie in ihren grausamsten oder mächtigsten Taten letztendlich nur Gott dienen können und nichts anderes, was er ihnen zugesteht oder gibt. Natürlich können sie eigene Wege gehen, aber sie müssen dann auch mit dem Verderben rechnen, dass am Ende ein Tag kommen wird, der ihnen nicht gefällt. Nicht, weil ich das sage oder weil ich das will, sondern weil natürlich Gott heilig ist und man auch mit seinem Gericht rechnen muss, wenn man hier das Buch Jesaja einmal durchliest. Aber da gibt es natürlich das Angebot der Gnade. Trotzdem sehen wir, dass dieses Angebot für viele nicht greifbar ist, weil sie irgendwie verblendet, verstockt sind. Und also Gott kann auch in diese Richtung hineinsprechen, dass sozusagen er sein Heilsangebot gibt, aber das wollen die Leute dann überhaupt gar nicht oder sie werden verstockt irgendwie. Und so eine Situation finden wir zuhauf vor. Also mir ist hier irgendwie niemand bekannt, der dieses Buch Jesaja überhaupt nur kennt. Also das ist schon mal sehr krass. Muss man praktisch mit der Lupe suchen, um noch irgendwie solche Personen überhaupt zu finden, die da was drin sehen, auch die es vielleicht sogar kennen, aber die das irgendwie gehaltvoll finden oder ist vom Wortlaut her noch in gewissen Teilen kennen. Man kann sich davon herausfordern lassen und da ist mir hier noch ein sehr schönes Zitat untergekommen. Das steht in Jesaja 9, 15.
Denn die Leiter dieses Volkes wurden Verführer und die sich leiten ließen, wurden verwirrt. Also das dachte ich, Mensch, das ist doch die Situation heute, ja, wenn man das so durchliest zum Teil, das ist so aktuell, ja. Die Leiter dieses Volkes wurden Verführer und die sich leiten ließen, wurden verwirrt. Also ich denke, da kommt ganz viel Wahrheitsgehalt rüber. Und Jesaja 10, 1-4 können wir auch nochmal gerne reinschauen. Da steht nämlich: Wehe denen, die Ordnungen des Unheils anordnen. Ordnungen des Unheils, ja. Ich denke, mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen. Verordnung, ja. Und den Schreibern, die Mühsal schreiben und die Geringen von ihrem Rechtsanspruch zu verdrängen und die Elenden meines Volkes ihr Recht zu rauben, damit die Witwen ihr Plündergut werden und sie die Waisen plündern. Und was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und beim Sturm, der von weit her kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wo euren Reichtum lassen? Beugt man sich nicht unter Gefangenen, so muss man unter Erschlagenen fallen. Bei alledem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Das sind also krasse Ansagen, dass natürlich auch diejenigen, die die Verantwortung umsetzen oder irgendwo dort im unteren Glied das alles jetzt in praktische Formen gießen und umsetzen in richtige Taten, dass natürlich auch die Teil des Systems sind und sich auch verantworten werden. Also man kann sich nicht einfach nur rausreden und sagen, Befehl ist Befehl. Da ist natürlich auch Schuld, die mit entstehen kann und im Raum steht. Wie stehst du vor Gott? Ja, das ist die Frage. Bist du vielleicht jemand, der das Ganze aktiv mit umsetzt? Führst du das mit durch? Ist das wirklich zum Wohle der Menschen? Ja. Kannst du mir das evidenzbasiert zeigen? Ja, ich will das ja gern glauben, dass die medizinischen Interventionen wirklich sicher sind, dass sie dass das nicht nur vorläufige Zulassungen sind, sondern dass die richtig zugelassen sind. Zeig mir das doch gerne. Ja. Zeig mir doch, dass der Fremdschutz wirklich Studien, evidenzbasiert da ist. Zeig mir das gerne. Ich möchte es gern glauben. Ja. Zeig mir doch gerne, dass der PCR-Test wirklich Infektionen nachweisen kann. Zeig mir doch gerne, dass der Lockdown wirklich wirkt. Ja. Zeig mir doch, dass Lockdowns wirklich was bringen. Ja. Ich will es gerne in den Daten sehen. Ich will gerne verstehen und sehen, dass Masken wirklich vor Viren schützen können, die im Nanometerbereich mini klein sind, wie die Fliege durchs Fußballtor fliegt. Ist das wirklich ein Schutz? Zeig mir das doch gerne, ja. Dass die Kinder nicht schädigen, die Masken. Hey, zeig mir das doch bitte. Zeig mir doch bitte, dass die Spritze mit dem Spike-Protein, wo dann sozusagen die Messenger mRNA sagt, bitte mach mich, wenn die dann im Körper sagt, bitte mach mich, also dieses Viruspartikelchen, dieses Protein, zeig mir doch bitte, dass es nicht toxisch ist. Zeig mir doch bitte, dass es nicht in die Lymphknoten geht. Oder hat es der Gründer von BioNTech etwa nicht in einem Essay geschrieben? Ja? Ich will es gerne glauben und sehen. Zeig mir doch die Studien, ja, wo alles bewiesen ist, dass es wirklich wirkt, dass es gut ist, dass es überhaupt einen Sinn hat, was da durchgeführt wird. Ja? Zeig es mir doch bitte. Dann möchte ich es auch gerne glauben, aber hier geht es ja eigentlich nicht um Glauben mehr. Wissenschaft ist doch immer ein Konglomerat aus Meinungen, verschiedenen Positionen und sogar die kleinen Außenseiterpositionen sind gleich wertvoll, denn jede Position in der Wissenschaft ist wichtig und kann das Ganze verändern, beeinflussen und so weiter und Außenseitermeinungen können dann sozusagen sich als Wahrheiten bestätigen und das Ganze komplett verändern, was irgendwie als wissenschaftlicher Konsens oder Wahrheit angenommen wird. Also bitte, sind wir doch nicht irgendwie blauäugig und glauben hier sozusagen wie die Hofuntertanen, was da der große Herrscher uns alles zuflüstert. Aber das Ganze geschah ja nun auch in einer absurden Propaganda, was man ja anders nicht mehr beschreiben kann, wo manchmal das Maß der Propaganda so abschreckend, so abstoßend ist, was jeden Tag gefunkt, geliefert, gestreamt, gefilmt und gemacht wird.
einer so abscheulichen Art und Weise, dass manche Patienten, die psychische Probleme haben, keine Nachrichten mehr schauen können. Also ich meine, das ist schon gut, wenn man manchmal Nachrichten schaut, ja, aber wenn das nicht mehr geht, weil man dann Panik- und Angstzustände bekommt und der behandelnde Arzt sozusagen, also der Psychiater oder so sagt, bitte schauen Sie keine Nachrichten mehr, das ist krank, ja, es ist gestört, aber es geht halt nicht anders, weil das Maß der Propaganda ein Maß erreicht hat, das Fass ist am Überlaufen, ja, es ist so krass, dass ich mich auch für all die Pastoren oder Weihnachtsprediger von mir aus auch schäme und ich es einfach nur fassungslos finde, wie sie am Ende sagen können, wir tragen alle aus Solidarität die Masken oder wir machen alle aus Solidarität den Pieks mit. Das ist doch nur eine Spritze, ist doch nur ein Pieks, ja, das ist doch solidarisch und das Ganze ist Nächstenliebe, also ich schäme mich dafür, ja. Oder wenn sie dann diese 2G-Regeln einführen und diese alte Dame ausschließen und hier sind noch viel, viel mehr Leute, die ausgeschlossen wurden, ja, über diese Regeln einfach aus ihren Kirchen und Gemeinden, die sie nicht mehr betreten können. Also was soll das ja? Wie wollt ihr wirklich diese Herde seelsorgerlich betreuen? Wie könnt ihr überhaupt noch unverlogen Seelsorge machen? Ja? Wie soll denn das gehen? Ihr seid doch für die Ausgegrenzten da. Jesus ist doch zu den Aussätzigen gegangen. Ja? Der ist doch zu den Leuten gegangen, die komplett am Rand und ausgestoßen waren. Oder sehe ich das etwa falsch? Ja, bitte erklär es mir doch. Ja? Dann kannst du mir das auch gerne anders darlegen, wenn ich das falsch sehe. Aber hier ist doch was im Argen. Ja. Und aus Solidarität, wenn also das moralische Argument wirklich überzeugen soll, na dann bitte zeig mir die Studien, die sagen, dass die medizinische Intervention andere schützt. Dass es ein gewisser Eigenschutz da ist, okay. Das ist evidenzbasiert, ja. Auch wenn das jetzt vielleicht einige nicht hören wollen, aber das kann schon sein, ja, dass es einen wirklichen Eigenschutz zum Teil bringt. Aber der Fremdschutz ist so nicht gegeben, denn nach wie vor sind die Leute nicht steril immun. Und ich meine, wenn man sich 4, 5 Mal aufspritzen lässt, oder jetzt waren es 3 Mal, okay, 3 Mal, dann könnte man doch eine Immunität erwarten. Nein, das ist nicht der Fall. Also Leute, wie lange wollt ihr denn noch sozusagen weitere Ampullen euch verabreichen lassen? Und dann sagst du, okay, 2 Mal ist gut gegangen, beim 3. Mal, ja, da lag ich mal 2 Tage flach. Also da fallen mir jetzt hier prompt aus der unmittelbaren Umgebung 3 Leute ein, ja, die nach der 3. Spritze sofort erstmal flach lagen. Dann merkt man doch schon mal so langsam, ja, ist das vielleicht doch nicht so gesund? Und wenn du das dann noch 4 Mal machst, Lauterbach war jetzt in den Medien und sagte, die 4. Spritze ist nötig. Oder der Gründer hier von BioNTech, der diesen tollen Stoff da irgendwie rausbringt, entwickelt hat, übrigens vorher noch nie in der ganzen Firmengeschichte ein einziges Medikament rausgebracht. Da fragt man sich, welche Rezepte bekommt der da überhaupt, die er dann da in seiner Küche zusammenbraut. Ja, was ist da überhaupt drin? Alles Fragen über Fragen. Und der hat gesagt, die Omikron-Variante, also dieser Stoff, das wird ein Triple Shot sein. Hat er schon gleich so in den Medien gesagt? This won't be a triple shot oder so ähnlich hat er es formuliert, ja. Also krass, das wird von vornherein ein Triple Shot sein. Das war doch lange noch nicht die letzte Spritze. Was ist denn, wenn du bei der 4., 5. vielleicht mal einen richtigen Zusammenbruch erleidest? Willst du es einfach so mit dir machen lassen? Willst du dir deine Freiheiten erboostern lassen? Ja, bitteschön, das ist doch die Fahrt, wo es hingeht, ja. Willst du dir deine Freiheiten erboostern lassen? Also, demgegenüber steht das Reich Gottes und dass die Jungfrau schwanger werden wird und diesen Immanuel gebären wird, den sie eben so nennt. Ja. Und damit verbindet sich diese messianische Hoffnung, die dem gegenübersteht, dass vielleicht wirklich schauderhafte Dinge über uns hereinbrechen, wie Heuschrecken, die alles wegfressen werden, oder die Bilder, die eben Jesaja dafür findet, ja, wenn die Assyrer einfallen oder da irgendwie alles platt machen und alles überrennen. Das kann uns natürlich auch passieren. Aber dem gegenüber steht die Hoffnung, dass das Reich Gottes eben dem gegenübersteht und höher ist und diese geistliche Realität nochmal on top ist und viel, viel größer ist. Spannend ist auch bei Jesaja, dass sich Gericht und Zorn miteinander verbindet, aber da auch die Gnade mit drin steckt. Ja? Dass Gott, der Heilige, als der Heilige dargestellt wird, aber gleichzeitig eben auch seine Gnade offenbar wird. Zum Beispiel Kapitel 10, Vers 20.
An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Rest Israels und was vom Hause Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt. Denn die Juden damals haben sich eben auf die ausländischen Könige zum Teil verlassen, wollten sich mit denen verbünden. Und das machen sie jetzt nicht mehr, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels, stützen in Treue. Also er wird als heilig beschrieben, aber gleichzeitig eben als der Helfende, der Stützende, und in seiner Treue wird er dargestellt, dass sozusagen das Gericht weg ist, aber gleichzeitig auch die Gnade damit drinsteckt, dass er einerseits das Gericht kommen lässt, aber eben auch die gnadenvolle Hand ausstreckt. So, bin ich hier in meinem Manuskript, eine Seite weiter erstmal. Der Gottesknecht, genau. Kommen wir zum Gottesknecht, dass wir hier langsam zum Höhepunkt und zum Schluss kommen. Wir finden natürlich dieses Kind, was angekündigt wird. Wir können ja kurz diesen bekannten Weihnachtstext noch einmal vorlesen. Kapitel 9, Vers 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel und machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben, und der Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Und jetzt lese ich weiter, um mal diese ganze messianische Superschau hier zu bekommen, diese Superperspektive, auch was an messianischen Aussagen getroffen wird, dass man das vielleicht mal so ein bisschen wie in einer Sicht sieht. Das kann man eben nur ergründen, indem man diese Texte liest. Natürlich sind die in einer alten, anderen Sprache formuliert, aber ich denke, so den geistigen Gehalt können wir schon ergründen und erfassen. Es sind ja immer mehr Leute gebildet und studiert. Man fragt sich, wo die heutzutage sind. Also Richard David Brecht, nur mal so am Rande. Ne? Ein bizarres Machwerk, ja, was sein letztes Buch. Was ist das für ein Schrott? Wer schreibt das oder wer gibt ihm diese Manuskripte vor, fragt man sich. Ein bizarrer Totalausfall der Intellektuellen in Deutschland. Komplett deshalb brauche ich jetzt Messias und Reich Gottes. Kapitel 11, Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isai, und ein Schöpfling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn und so weiter. Also wir sehen hier dieser verheißene Gesalbte, oder hier steht sogar eine Überschrift schon Christus, alttestamentlich natürlich der Messias, aber im Neuen Testament ist das einfach der griechische Begriff für Messias, Christus, also das meint das Gleiche, ja, ist das gleiche Wort im Grunde genommen, nur in einer anderen Sprache. Und hier haben wir schon gar nicht mehr so richtig den geschichtlichen Zusammenhang, dass der Messias da irgendwie eingebettet ist, sondern er wird eben dargestellt als dieser Geistträger. Und das ist faszinierend, weil sich diese Aussage hier, dass er aus diesem Stumpf Isais hervorsproßt und so weiter, das erfüllt sich dann in Kapitel 42, wo also der Messias oder der Geistträger, auf dem der Geist des Herrn ruht, weiter beschrieben wird. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen.
Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also sehr ermutigende Aussagen. Und dann stellt er sich in Kapitel 61 selber vor. Also wir haben hier so einige tolle Aussagen, die dann auch sozusagen in das Neue Testament eingegangen sind und dort zu einer wirklichen Headline geworden sind über ganz, ganz viele Dinge, die dort gesprochen werden und man das als Überschrift über ganz, ganz vieles dort sehen kann. Und da heißt es hier in Kapitel 61, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit die Terebinten der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sie durch sie verherrlicht. Und so weiter. Also das sind ganz tolle, berühmte Aussagen, wo dann sozusagen im Kapitel 4 im Lukas-Evangelium Jesus sich die Schriftrolle des Propheten Jesaja geben lässt und dann diesen Text vorliest und sich damit selbst vorstellt. Ja. Also das ist höchst spannend, ja, wie das alles ausgeleuchtet wird und auch auf Jesus hindeutet und wir ihn darin sehen können. Ja, dieser messianische Geistträger, der wird eben auch zugleich noch als Gottesknecht beschrieben. Das ist das Faszinierende, dass er einerseits den Geist hat, wo schon gar nicht mehr so ein geschichtlicher Zusammenhang ist, sondern eben diesen Geist von Gott geschenkt bekommt, weil man darin auch spürt, Gott greift irgendwie ein. Ja, das kann kein Mensch irgendwie mehr richten oder anders machen. Da braucht es halt den. Und da wird aber auch ja eine Vision gemalt, also von unfassbar tollen Dingen, wo sagt jeder, ich will auch, ja, ich will das auch haben irgendwie, aber wir sehen in unserer Realität irgendwie, das ist nicht immer so der Fall, ja. Und deshalb gibt es auch noch diese Perspektive des Gottesknechtes, der sozusagen in den Spalt eintritt, wo wir fast sagen, wo wir diese göttliche Hilfe brauchen. Und das ist total faszinierend. Ja, der Gottesknecht wird bei Jesaja in die Position des Unerfüllten hineingestellt. Ja, also diese krassen Aussagen, ja, die fordern ja irgendwie heraus, ja, wie soll denn das umgesetzt werden? Wie soll denn das werden? Wie soll denn das in meinem Leben vielleicht ja, Realität werden oder in der Weltgeschichte oder in der vergangenen Zeit? Wie soll denn das ausgesehen haben, ja, wenn dort solche Aussagen von einer neuen Welt und so weiter gemacht werden? Und dafür braucht es eben den Gottesknecht in einer kaputten, zerbrochenen Welt. Und das müssen wir natürlich auch noch lesen. Das steht in Kapitel 52, Vers 13 bis 14. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Er wird geschlagen und gemieden, weil die Welt damit nichts anfangen kann, ja, mit dieser Art von Gottesknecht. Aber genau der ist es, der uns in unserer Kaputtheit, in unserem Zerbruch weiterhelfen kann, weil er eben eintritt und das alles kennt. Und das ist also sehr plastisch beschrieben und das dann in Kapitel 53, das ist also eines der gehaltvollsten alttestamentlichen Texte im Buch Jesaja, dann in der zweiten Hälfte entsprechend, Kapitel 53, die Verse 4 bis 12. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen, wegen der Vergehen seines Volkes. Hat ihn Strafe getroffen, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Also, da klingen viele Sachen an, die im Neuen Testament sich wiederfinden. Sehr, sehr spannend. Und wir finden da zum Beispiel einen Bericht der Jünger, die nach Emmaus laufen. Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und letztendlich fragen sie dann so diesem Mann, der eben dann sich als Jesus darstellen sollte, der als der Auferstandene, ob er das überhaupt nicht weiß, was da in Jerusalem vor sich gegangen ist, und sie sind eben total frustriert, und letztendlich sagt er dann diesen entscheidenden Satz, der uns auch viel weiterhelfen kann: O ihr unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also faszinierend, er führt sie praktisch in die Christologie des Alten Testaments ein, die hier im Propheten Jesaja mit dem Gottesknecht dargelegt ist, ja, der für uns eben in das Unvollendete reintritt, ja, wenn wir es denn wollen. Und das ist ja die große Frage: In welchem Herrschaftsbereich stehst du? Ja? Bist du vielleicht jemand, der die Maßnahmen mitbefeuert oder durchsetzt? Hast du vielleicht jetzt ein schlechtes Gewissen irgendwie, weil du kleinen Kindern die Maske aufgezwungen hast oder irgendwo Leute vielleicht mit diesen medizinischen Substanzen beglückt hast oder beglücken musstest oder dadurch viel Geld verdient hast. Ja. Vielleicht bist du so jemand und sitzt jetzt hier und fragst dich, ich habe vielleicht was getan, wo mein Gewissen jetzt anschlägt. Ja. Meine soziale Ader irgendwie anschlägt oder mein Gewissen oder irgendwie in meinem Herz, ich spüre, ich habe da was Falsches gemacht. Oder vielleicht bist du jemand, der total gedrückt ist, der wie diese Frau am Anfang ausgegrenzt ist. Ja, vielleicht bist du auch so jemand. Dann ist die Frage, wer hat die Herrschaft über dich und dein Leben? Möchtest du, dass der Messias sozusagen dir begegnet? Das ist möglich. Das ist heute eine Chance, ihm zu begegnen. Ja. Ist er wirklich der Herrscher oder ist der komplett durchgeknallt? Das sind natürlich die Fragen, die sich hiermit verbinden und die sich vielleicht auch viele stellen oder vielleicht auch fragen, du bist auch total durchgeknallt. Ja? Also, dass du hier sowas vorliest oder an sowas glaubst. Aber das ist das, was uns jetzt wirklich weiterhelfen kann. Ja? Wir haben hier eine gesellschaftliche Situation, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Wir haben eine Impfdebatte, ja, die aus dem Ruder gelaufen ist, dass Leute hier krass diskriminiert werden. Ich weiß das aus erster Hand, dass Leute, die eben mit dieser Impfpflicht zum Beispiel konfrontiert werden, sich sogar umbringen wollen, ja, zum Teil, oder eben bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, die das auf keinen Fall über sich ergehen lassen wollen. Also da ist tatsächlich Spaltung, auch wenn der neue Kanzler bei uns sagt, es gibt keine Spaltung im Lande, aber gleichzeitig sagt er auch, es gibt keine roten Linien mehr, also man muss es sich aber auf der Zunge zergehen lassen. In einem Rechtsstaat ist es doch nur logisch, dass es rote Linien geben muss, weil sonst sich dieser Staat nicht mehr als Rechtsstaat bezeichnen kann. Ja? Also, wir haben hier eine gesellschaftliche Situation, die komplett aus dem Ruder läuft, und wenn du sagst, ich stehe da drin, ja, und ich leide darunter, vielleicht unter dem, was ich gemacht habe, anderen angetan habe, sie denunziert habe oder fertig gemacht habe oder ausgegrenzt habe, oder du sagst, ich leide so darunter, dass ich irgendwie fertig gemacht werde auf Arbeitsschule oder hast vielleicht sogar den Arbeitsplatz verloren.
wegen der ganzen Situation, ja, musst von zu Hause aus arbeiten oder lebst jetzt von ALG 2 und sowas, dann nimm das doch für dich in Anspruch, ja, dass dieser Gottesknecht da ist und er hat eine konkrete, ja, äußere Erscheinung bekommen, eben in Jesus Christus, Jesus von Nazareth, der am Kreuz eben gestorben ist und sich hat durchbohren lassen, um uns sozusagen auch Heilung zu schenken. Vielleicht hast du ja tatsächlich auch durch den Lockdown an deiner Seele gelitten oder sagst, das hat mich alles so runtergezogen und jetzt ist mein Immunsystem irgendwie supprimiert, weil ich halt total depressiv war und ja, mich gar nicht gut fühle und immer wieder krank werde oder so oder tatsächlich Corona bekommen habe und irgendwie eine Langzeitfolge mit mir herumschleppe. Und du brauchst den, der dich heil macht, denn es geht ja da, dass er auch für unsere Krankheiten gekommen ist. Durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Ja. Also in diesem Rahmen des neuen Reiches, was Gott sozusagen vorantreibt in seiner dynamischen Art und Weise, was einläuft, was am Einlaufen ist, worauf wir schon warten. Ja. Also nicht, dass ich weiß, dass es jetzt direkt kommen wird, wir warten schon die ganze Zeit darauf, aber das ist halt so ein dynamischer Prozess, ja, dass wir immer in dieser Erwartung des Reiches stehen und an diesem Punkt, wo sozusagen noch unser Altes da ist, aber auch das Neue schon am Einlaufen ist, können wir also auch Heilung erleben und in dem Namen von Jesus auch um Heilung bitten. Also wenn du sagst, du bist irgendwie krank, dann geh doch zu jemandem, der Jesus kennt und bitte ihn, dass er für dich betet. Oder du kannst auch Gott natürlich selbst bitten, dass er dich heilt. Oder wenn ja, du vielleicht Leute in deiner Umgebung hast, die tatsächlich durch die Ampulle jetzt Schäden von sich getragen haben. Du könntest zum Beispiel gerne auch mich fragen, kann ich für dich beten, dass dort Verbesserung geschieht oder Heilung passiert. Du kannst andere fragen, die eben diesen Gottesknecht kennen und um Heilung bitten, denn das hat er ja auch verheißen, ja. Dass also wir in diesem Rahmen, wo das Neue beginnt, wenn Jesus sagt, wir sollen beten, dass sein Reich kommt wie im Himmel, so auf Erden, dann ist das natürlich auch mit drin, ja, dass wir an unserem Körper Veränderungen erfahren können, wo sozusagen das neue Reich schon zeichenhaft sichtbar wird. Also lass das nicht außer Acht, sondern guck auch, wie können wir sozusagen der Finsternis entgegentreten, indem wir auch um Heilung beten und beten. Vielleicht auch für die Leute, die unter den Maßnahmen leiden, unter den medizinischen Interventionen oder unter den psychischen Problemen und Folgen. Denn wir brauchen jetzt diesen Gottesknecht, der für uns in den Spalt tritt, weil da nichts anderes mehr hilft. Aber das wird uns weiterhelfen. Der Blick nach oben auf diesen Gottesknecht, der auf die Erde eben zu uns, zu mir runtergekommen ist. Und deshalb ist auch die Frage, in welchem Herrschaftsbereich stehst du, ja? Denn ihm ist die Herrschaft gegeben, ja. Zum Beispiel steht ja im Neuen Testament, auch im Markus-Evangelium lesen wir das, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja. Also diese Herrschaft drückt sich im Dienst aus, anders kann man das theologisch nicht begreifen oder erfassen. Und auch Paulus schreibt es ja im Brief an die Philipper, aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Ja, also das ist hier die absolute Parallele zu Jesaja natürlich auch. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Und das ist eben Jesus Christus, ja. Und wenn du ihm begegnest, dann bedeutet das natürlich auch, du musst in einen anderen Herrschaftsbereich reinkommen. Denn das ganze Buch Jesaja ist voll davon, ja. Von diesem Neuen, was Gott in Aussicht stellt. Also die alten Reiche, die gehen alle nacheinander kaputt, ja. Die Perser gibt es nicht mehr, die Römer gibt es dann auch nicht mehr, die dann später gekommen sind. Alle Reiche sind dem Zerfall preisgegeben. Nur sein Reich läuft durch alle Reiche hindurch und findet seinen Ausdruck in der Person von Jesus. Also wenn du dabei sein willst, musst du dich natürlich ihm anschließen. Ja. Und du kannst ihm nachfolgen. Ich habe das sehr oft schon von bestimmten Personen gehört, die zum Beispiel so in Esoterik oder sowas total verstrickt waren und immer ein Ding nach dem anderen durchgegangen sind, immer irgendwas Neues. Und dann
habe ich jetzt zuletzt von so einer Frau gehört, dass sie dann Jesus gefunden hat oder ihr Jesus begegnet ist und plötzlich war Schluss, ja. Dann hat sie endlich Ruhe gefunden für ihre Seele und ist da angekommen, dass der wirklich diese Herrschaft hat und diese Herrschaft auf seinen Schultern ruht, ja. Das kann man eben nur herausfinden, wenn man es ausprobiert. Also musst du diesen Schritt wagen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Du kannst es natürlich auch erneuern, ja, wenn du sagst, das ist mir eh alles geläufig. Ich kenn das irgendwie von meiner Jugend, Kindheit her schon. Oder du hast diesen Text zu Weihnachten gehört und bist vielleicht verzweifelt. Ja, dann ist natürlich hier, heute und jetzt die Einladung zu Weihnachten die ideale Gelegenheit, Christus zu begegnen. Ja. Ihm auch sein Leben auszuliefern und es offen zu legen und die Wahrheit über sich selbst kennenzulernen. Und wir sind nun mal in unserem Zerbruch und Sünder und wir neigen alle dazu, ja, falsche Dinge zu tun, falsche Dinge zu sagen. Da bin ich genauso auf einer Ebene mit Frau Merkel oder mit Jens Spahn oder was weiß ich wem. Ja. Wir haben das alle in uns, ja, dass wir das ausleben können. Aber wenn wir was Höheres über uns haben, kann er uns auch davon befreien, dass wir nicht mehr auf unser Kleinkariertes schauen müssen, sondern darüber hinauskommen und dann auch in ihm in Sinn finden können, dass er uns begabt oder uns eine Aufgabe schenkt oder diese Gaben freisetzt, die er dir gegeben hat, dass du sie für andere einsetzen kannst und dass du ihm sozusagen auch folgen kannst und Ausdruck dieses neuen Reiches werden kannst, was jetzt schon beginnt, was mit seiner Herrschaft oder seinem Kommen diese Herrschaft eben hier beginnt. Und dazu lade ich dich ein und ermutige dich, dich auf ihn einzulassen. Denn das brauchen wir jetzt, ja. Das hilft uns weiter. Religion, beten und eben auf Gott zu schauen, kann das Leben auf jeden Fall stabilisieren und verbessern. Vor allem dann, wenn noch schwierigere Zeiten kommen. Und das ist ja eben auch hier alles da, ja. Dass eben Gericht kommt, dass Umwälzungen, Veränderungen kommen, dass es noch schlimmer werden kann, ja. Dass irgendwie nur noch dieser kleine Rest von diesem Volk übrig bleibt am Ende und dass Gott darauf aufbaut und dann wieder alles groß macht. Vielleicht erleben wir sowas auch, ja. Es kann alles passieren. Aber dieses Reich von Jesus steht darüber oder dieses Reich Gottes steht höher, ja. Das ist auch nicht irgendwas durchgeknalltes, was irgendwelche Sekten erfunden haben, sondern letztendlich ist es das, was Jesus zum Ausdruck bringt und was so viele Christen auch weltweit bekennen oder ihn als Herrn bekennen. Und wenn man das eben noch nicht kennt, dann ist heute diese absolute Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Dazu kann ich einladen. Du kannst das in einem Gebet festmachen. Man öffnet sich eigentlich Gott durch Gebet, ja, dass man mit ihm spricht und ihm auch das hinlegt, was vielleicht im eigenen Leben falsch gelaufen ist und das irgendwie formuliert. Und man kann es natürlich auch mit einer anderen Person gemeinsam machen. Ja. Dafür stehen ich, andere geistliche Personen zur Verfügung. Ja. Dafür gibt es Kirchen letztendlich. Da kann man hingehen. Auch in dieser Zeit, auch in Lockdown-Zeiten müssen diese Leute bitteschön offen sein, auch wenn du medizinisch nicht umgestaltet oder verändert bist. Bist du herzlich willkommen. Und bei Jesus ist mal niemand ausgeschlossen, denn es gibt ja im kirchlichen Raum immer eine Jahreslosung, also ein Bibelwort, was immer über das Jahr gestellt wird und das wird eben gelost oder gezogen und da ist für das Jahr 2022 ein ganz tolles Wort da. Da heißt es nämlich, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das steht also im Johannesevangelium, Kapitel 6, 35. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja? Also lassen wir uns das doch auch eine Warnung und ein Zeichen sein, ja, dass Leute womöglich ausgeschlossen sind aus unserer Mitte, wie diese Frau, von der ich ganz am Anfang sprach, diese Pfarrerin, ja, die gedient hat. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ja. Wenn Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, dann hat das bitteschön die Haltung auch der Kirche zu sein, dass ihr diese Leute aufnehmen müsst, ja, die in das Reich Gottes hineindrängen. Ja. So heißt es ja auch im Neuen Testament. Sie drängen in das Reich Gottes hinein. Sei doch so jemand, der da reindrängt und das einfordern wird. Ja. Ganz gleich, auf welchem körperlichen Status du bist. Ja. Also
Allein, dass man sowas ausspricht, das ist so absurd. Ja. Lassen wir uns auch dagegen stellen, weil das neue Reich uns eben dazu herausfordert, jeden Menschen auch zu akzeptieren, ob er nun irgendwie eine andere Hautfarbe hat oder vielleicht eine andere Orientierung in seinem Leben, in seiner Sexualität oder ganz andere politische Überzeugungen oder eben einen körperlichen Status, ja, der jetzt gerade so gehypt, überhyped wird, dann wollen wir doch da auch offen sein für das Neue, was Gott schenkt. Und ich hoffe, dass es die Kirchen auch sind und sich wieder besinnen auf ihr eigentliches Fundament. Ja. Und man kann nur hoffen, dass sie hier in dieser Krise nicht untergehen werden und ihre Bedeutung komplett verlieren. Also, lassen wir uns auf Jesus ein. Ich wünsche dir das Allerbeste, dass du bei ihm Heimat findest und kann dich damit ermutigen und dir das so mitgeben, auch für das neue Jahr. Vertrauen wir auf ihn und sein Reich, dann werden wir auch gut da durchkommen. Alles Gute, Gottes Segen und auf Wiedersehen.